Ich habe letztens gefragt, ob es euch mehr interessiert, wenn ich für Pedals benutze. Und es hat Leute gehabt, die wissen. Darum zeige ich heute kurz, wie ich es benutze, bei welchen Songs und in welcher Reihenfolge. Das erste ist der Polytune, den habe ich mittlerweile nicht mehr auf dem Pedalboard, sondern ersetzt durch so einen Fender Clip-On-Tuner. Das ist einfach zum Gitarrenstimmen. Das eigentlich erste Pedal in der Effektschleife ist in dem Fall der Slow Engine. Das ist ein Pedal, das den Attack rausnimmt, wenn man spielt, und den benutze ich zum Beispiel beim Song Interlude. Der nächste in der Schleife ist der Whammy. Mit dem kann man den Ton eine Oktave hochjagen oder eben andere Intervalle auch, oder auch Intervalle dazu harmonisieren, je nachdem, wie man einstellt. Ich benutze ihn in fast jedem Song, vor allem Oktave drunter dazu oder Oktave drüber dazu benutze ich viel. Zum Beispiel bei The Rest is Silence tue ich mehrmals hin und her switchen zwischen Oktave drüber liegen und Oktave drunter liegen. Oder bei Devotion tue ich es fix so einstellen, dass meine Gitarre einen ganzen Ton pitcht. Das nächste Pedal ist der POG. Den benutze ich vor allem bei O Forlorn One, damit die Gitarre so ein bisschen wie eine Orgel tönt und nicht einfach wie ein einzelnes Gitarre. Er tut auch wie der Whammy Oktaven drüber und drunter dazu legen. Als nächstes kommt der Phaser, den habe ich geschenkt bekommen vom Neil. Ich habe gefunden, den kann man nicht brauchen, den Pedal, aber ich finde es super. Ich benutze es zum Beispiel bei Ripley, dass es ein bisschen spaciger tönt. Dann bei Big Muff ist, glaube ich, das erste Pedal überhaupt, das ich mir gekauft habe. Und es ist, glaube ich, mein meist benutzte Pedal. Ich benutze es fast in jedem Song und es ist einfach, es tut das Signal verzerren und krass machen. Den Super Ego habe ich ein bisschen neuer. Er tut wie das Gitarrensignal nehmen und freezen eigentlich. Ja, ich benutze es bei Ripley und bei Interlude. Den Worm, den benutze ich momentan in Live-Set eigentlich gar nicht. Ja, schade. Ist noch cool, es ist so ein Multi-Effekt, der hat Tremolo, Vibrato, Phaser und Auto-Wah drauf. Also man kann auch viel machen damit. Aber ja, benutzen wir nicht momentan. Dann an der 8. Stelle habe ich einen Chorus von MXR. Ich habe gefunden, der macht einen schönen Klang, einen schönen Chorusklang halt, und er ist noch relativ veränderbar, also von Intensität und Geschwindigkeit kann man einen recht abgefuckten Sound damit machen. Ich benutze allerdings einen relativ Standard-Chorus-Sound bei Ripley zum Beispiel. Der Obscura ist ein Delay-Pedal und ich benutze es eigentlich nur bei einem Song, bei Angel Face am Schluss, wo es so einen Effekt-Feedback gibt, ein verzerrtes. Da tut es einfach noch ein bisschen mehr ins All rausschiessen. Der DD7 ist
Jetzt haben wir mit dem Big Muff das erste, das ich mir gekauft habe. Und ich finde es bis heute eines der besten und das ist auch eines meiner meistgebrauchtesten. Es hat ein paar verschiedene Delay-Muster drauf, also Rhythmusmuster. Und auch ein Looper, den ich mega gut finde, zum Beispiel bei Omega benutze. Dann habe ich am DD7 noch so einen Foot-Switch dran angehängt, um das Tempo festzulegen. Und dann habe ich nochmal ein Delay-Pedal, weil man nie genug Delay-Pedals haben. Den Memory Man. Und den benutze ich manchmal als Looper, zum Beispiel bei Ripley. Oder den Reverse Echo, den benutze ich bei O Forlorn One. Und das letzte in der Schlaufe ist das Polara. Das ist ein Halbpedal und ich finde, es hat einen mega schönen Klang, wenn man es auf Halo einstellt. Ich finde, tut es noch ganz fein so ein paar Oktaven drüber legen, wo man aber fast nicht hört, aber es gibt so einen Glitzer drüber. Merci fürs Schauen, danke fürs Interesse und Fragen gibt, fragt, wäre kein Geheimnis.